Hey Leute, wir sind immer noch völlig überwältigt von der positiven Resonanz zu Skytrax. Kaum haben wir den Trailer zu den Neuheiten 2025 hochgeladen, haben wir unzählig viele Kommentare, aber vor allem auch neugierige Fragen von euch erhalten. Und deswegen sind wir heute hier im Ravensburger Headquarter, um uns all diese Fragen beantworten zu lassen. Denn wir gehen gleich rein und gehen dort in die Tüftlerwerkstatt von Gravitrax, um uns dort mit Melina aus dem Gravitrax-Team zu treffen, die uns dann all diese Fragen beantwortet und vor allem uns die originalen finalen Teile von Skytrax zeigt. Zuvor zeigen wir euch jetzt aber nochmal alles, was ihr zu den Neuheiten wissen müsst, damit ihr Gravitraxer auch genau wisst, was da auf euch zurollt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, denn da haben wir noch ein tolles Gewinnspiel für euch. Mit Skytrax kommt ab Herbst 2025 eine neue Erweiterung auf den Markt, die mit allen bisherigen Gravitrax-Sets kompatibel ist. Skytrax erlaubt eine neue Art des Bauens mit innovativen Streckenführungen. Möglich machen das vielseitig einsetzbare Streckenbausteine, die auch freischwebend mit Konnektoren verbunden oder umrutschen ergänzt werden können. Das Bauen wird dadurch vielseitiger, kompakter und noch intuitiver. Und hier sind wir nun in der Tüftlerwerkstatt der Gravitrax-Entwicklung. Kann man das so sagen, Melina? Ja, hier ist where the magic happens. Das ist unser Gravitrax-Raum und wir haben hier alles, was das Gravitrax-Herz begehrt. Wir haben endlos viele Steine, was es uns ermöglicht, super viel Neues zu entwerfen und neue Sets zu gestalten. Und du hast uns freundlicherweise zu Skytrax schon mal 2 Bahnen hier aufgebaut, eine mit Skytrax, eine ohne. Sag uns doch mal, was Skytrax so besonders macht und wie es sich in das bisherige Gravitrax-Universum ergänzt. Also es fügt sich natürlich nahtlos in unser bisheriges Gravitrax-Universum ein. Wir haben hier einmal unsere Bahn aus Flip und Dip und hier einmal aus unserem Action-Set haben wir hier eine Skytrax-Bahn. Die neuen Besonderheiten, wie man schon sieht, wir haben super tolle neue actionreiche Slides. Dann haben wir die Konnektoren, die die Steine miteinander verbinden und wir so freischwebende Elemente bauen können. Und dann haben wir natürlich unsere neuen stapelbaren matcha-grünen Tracksteine. Das Ganze ist intuitiver, man kann super toll aufeinander bauen, man hat viel mehr Möglichkeiten, die Kugel überall durchfallen zu lassen, die Steine aufeinander zu stapeln. Wir können die Höhen nutzen, wir können die Türme nutzen, wir können in den Türmen fahren und durch diese vielen Möglichkeiten ist es super intuitiv und fügt sich natürlich super in unsere Baseline ein. Sehr schön. Wir haben von der Community in den letzten Wochen richtig viele Fragen zu Skytrax erhalten. Ich habe davon jetzt mal 3 mitgebracht und die erste wäre, wie verbinde ich diese Streckenbausteine mit den Konnektoren, so dass ich eine stabile Brücke erhalte? Also, wir empfehlen tatsächlich eine Brücke von 5 Stück, wo wir dann 3 freischwebende Steine haben. So ist am stabilsten und natürlich am risikofreisten. Wenn wir in der Gerade bauen, dann kann man natürlich auch ein bisschen mehr miteinander verbinden. Dadurch, dass wir jetzt um die Kurve freischwebend bauen können, empfehlen wir 3 freischwebende Elemente. Du hast ja die Slides erwähnt, also diese Rutschen, die hier außen dran sind. Kannst du mal sagen, welche Form von den Slides ihr habt und vielleicht auch wie viele Höhensteine die Slides die Kugel nach unten bringen? Also die Slides sind alle auf die Höhe von einem Skytrax-Stein ausgerichtet, heißt 2 bisherige Höhensteine Unterschied. Wir haben 2 Slides, die im Turm fahren, also von oben nach unten im selben Turm. Da haben wir eine große Rutsche und eine kleine Rutsche. Und zwar ist das einmal die 120 Grad und die 60 Grad und die gibt es dann jeweils noch gespiegelt, damit wir es in jede Richtung fahren können. Und was wir dann auch noch haben, ist unsere Bernoulli-Slide, die fährt von Turm zu Turm, auch um 60 Grad und das gibt es dann natürlich auch noch gespiegelt. Sehr schön. Ich hoffe, ich darf hier mal eine Kleinigkeit kurz ausbauen, denn die letzte Frage wäre passend hier zu diesem Stein. Und da war die Frage, wir haben ja unsere herkömmlichen Kurven, die wir alle kennen, und dann haben wir das Skytrax-System. Und jetzt war die Frage, brauche ich denn immer diese schwarzen Höhensteine, die ihr hier drin habt, um dann entsprechend die Kurve da drauf zu bauen? Ja, also wenn wir es versuchen, man merkt es ziemlich schnell, funktioniert nicht. Damit wir die Höhe von Skytrax nutzen können, auch für unser bisheriges Gravitrax, haben wir diesen kleinen Höhenstein, der nicht nur zum Ausgleich von der Höhe von 0,5 hilft, sondern auch, damit wir unser bisheriges Gravitrax überall draufbauen können und nutzen können. Außerdem ist es auch super, um Höhen auszugleichen, weil unsere Actionsteine haben meistens 3,5er Höhensystem und da kommen wir mit 2 Skytrax Höhe und einer halben
Höhensteinhöhe kommen wir dann super überall hin und können alles miteinander verbinden. Hier neben diesen beiden Bahnen hast du uns auch noch die ganzen neuen Skytrack-Steine da drüben aufgebaut. Wir haben jetzt hier schon einige gesehen, aber ich würde sagen, wir schieben die Bahn mal hier ein bisschen zur Seite. Das machen wir. Und dann würde ich mich freuen, wenn du mal hier uns mal durchführen könntest und sagst uns vielleicht noch mal, was sind so deine Lieblings-Skytrack-Steine? Also ich habe ein paar Lieblinge, muss man einfach so sagen. Das sind einmal die hier, wo die Kugel so schön in den Steinen geführt wird und oben auf den Türmen sieht es immer total toll aus, wenn die da noch rumrollt. Dann haben wir noch unseren Multi-Catch-Drop, der hat 3 Drops und 3 Catches. Der passt auch super mit unserem neuen Start zusammen, weil unser neuer Start, der droppt auch. Und wenn wir das dann richtig aufeinander setzen, können wir aus 2 Höhen rausfahren mit unserem Start. Also wir können hier nach oben rausfahren und wenn wir drehen, droppen wir unten über unseren Multicatcher, können wir rausfahren. Dann haben wir natürlich unsere Höhensteine, die natürlich super wichtig und super toll sind. Und wir haben ganz tolle Catches mit einer Slope drin, damit wir richtig schön aus jeder Richtung die Kugel fangen können und rausführen können. Wir haben hier 20 neue Tracksteine, grüne neue Tracksteine und dann natürlich unsere Höhensteine, neues Start, neuer Ziel, Konnektoren, Slides, alles, was das Herz begehrt. Sollen wir mal was zusammen bauen? Gerne, gerne. Sehr cool. 10 Minuten, 5 Minuten durchgehalten. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn wir es mal Hab's dir in den Fingern bitzeln. Ein bisschen gezuckt habe ich schon. Jawohl. Super. Lass uns doch da gerade Bodenplatten holen. Ich gebe dir die schon mal. Danke. Dann lass uns noch ein paar Kurven rauskramen. Oh, die hier mal so drauf. So, die kann man immer brauchen. Super gut. Mhm. So, Dann ein schau. paar Kurve. Machen wir noch eine Schiene. So. Okay, Wunderbar. dann würde ich sagen, ich probiere mich Ja. einfach mal aus. Wir haben als allererstes, hast du gesagt, das sind die neuen Höhensteine, die ihr Genau. jetzt habt. Das probiere ich hier mal. Jawohl. Okay, ja, das geht wirklich super einfach hier rein und ist auch super stabil. Genau. So, dann brauche ich hier einen von den neuen Höhensteinen, um das drauf zu machen. Und dann kann ich den hier draufsetzen. Genau, okay. wunderbar. Darf ich aus der Bahn eine Kleinigkeit ausbauen? Na Dann kann klar. ich vielleicht mal so einen Scoop Bedien da dich. reinmachen. Sehr Super. schön. Okay, dann mache ich das hier. Und das wäre jetzt natürlich ganz toll, wenn wir mal versuchen, so eine kleine Brücke Ja, nachzubauen. bau doch mal. Was bräuchte ich denn dafür? Fang doch mal mit dem hier an. Mhm. Dann nehme ich das und dann ich möchte das gerne so Genau. ranbauen. Jawohl. Das heißt, Ich würde den tatsächlich austauschen. du hast mit recht, dem. also wenn ich den da drauf setze, dann wird es natürlich viel einfacher. Ja, Dann kann ich nämlich hier den Konnektoren ranmachen. genau. So, dann wäre ich jetzt so, dann kommt Mach dir noch die. eine zweite. Machen wir das so ran. Okay, das mein kann man Lieblingsstein. wirklich super einfach hier einfach draufklicken. Man hört es auch immer sehr schön. Ja, Und dann einfach daneben dran setzen. Und dann würde ich sagen, noch bau mal den noch dran, der ist auch ganz gut. einen letzten, genau so. Und dann habe ich nämlich unten so einen Drop da drin. Genau. Jetzt muss ich nochmal schauen, dann bauen wir das so ein. So. Das wird ziemlich einfach. So, dann sind die drin. Und Jawohl. jetzt müsste ich hier noch was drunter bauen, damit ich da nach unten komme. Ja, mach. Und das wäre ja noch cool, wenn wir haben ja so ein Loch und jetzt wollen wir damit die Kugel auffangen, sodass sie dann ins Ziel rollt. Genau, das So. muss ich jetzt dann so drehen, dass dieser Dieser Catch unter dem Drop ist. Müsst so, müsste so. Vielleicht Jawollo. brauchen wir noch ein paar Ja, Höhensteine. die brauchen wir. So. Das ist super. Dann mache ich das hier drauf und dann kommt die Kugel hier unten raus. Und jetzt nehme ich einfach die Steine, die man schon kennt, baue sie da ran. Und wenn ich jetzt theoretisch oh, perfekt, danke. Wenn ich die jetzt hier reinmache, dann müsste die Kugel hier, ich baue mal noch das neue Ziel ein. Jawohl. Finde ich besonders cool, weil hier so ein kleiner Punkt dran ist. Kann die Kugel nicht rausfallen. Das ist sehr schlau Ja. gemacht. Sehr cool, haben wir schon eine kleine Bahn Ja. gebaut. Super. War super einfach, ne? Ja, total intuitiv. Also, was ist denn so euer Feedback bisher, wenn ihr Leuten Skytrax gezeigt habt? Was haben denn so Einsteiger bisher dazu gesagt? Also ich muss sagen, ich habe mit Skytrax bei Ravensburger angefangen. Das war mein erstes Projekt, mit dem ich eingestiegen bin. Und für mich war es von Anfang an wesentlich einfacher, aber weil ich auch nur das kannte. Ich fand es super intuitiv, weil man unglaublich viel Möglichkeiten hat, die Steine aufeinander zu kombinieren, miteinander zu kombinieren und die Türme zu nutzen. Und auch bei den Spieletests mit den Kindern kam ganz oft dieses, boah, cool, viel mehr Möglichkeiten, ich kann jetzt so viel Tolles Neues bauen. Und dann Kinder natürlich gleich direkt in die Höhe gebaut, Riesentürme gebaut und sich
gefreut wie an Weihnachten, dass sie da was Neues testen dürfen und das echt viel Spaß gemacht hat. Also man hat gemerkt, die schauen sich die Steine an, gucken, wo kann ich jetzt durchfahren, wo falle ich runter, haben dann die ersten Türme gebaut und dann hat es eigentlich direkt Klick gemacht und dann ging das dann direkt los und dann wurden da endlos Bahnen gebaut und ja, also wir hatten wirklich ziemlich schnell den Eindruck, dass es einfach war für die Kinder und eben wirklich intuitiv, weil egal wie du den Stein drehst, du hast immer irgendeine Möglichkeit, was zu kombinieren. Ja, solche Tests sind natürlich oder vermutlich nur ein Teil von dem ganzen Entwicklungsprozess. Du hast vorhin erwähnt, du warst von Anfang an mit dabei. Deswegen führ uns doch mal gerne durch diesen ganzen Entwicklungsprozess von Skytrax. Ja, gern. Also der Entwicklungsprozess bei Skytrax war tatsächlich relativ lang, weil wir hier eine unglaubliche Bandbreite an Neuheiten in Skytrax haben. Der war 2,5 Jahre von der Idee bis zu unserem fertigen Produkt jetzt. Es fängt an, wie gesagt, mit der ersten Idee. Da war ein Customer Need. Wir wollen den Raum, der bisher Höhensteine war, wo man immer umfahren musste, wollen wir nutzbar machen. Heißt, dann geht's in die Ideenfindung. Wie setzen wir das um? Machen wir stapelbare Steine? Wie können wir durchfahren? Und dann kommen immer weitere Ideen dazu. Können wir die verbinden? Wie bauen wir so Konnektoren zusammen? Und dann entwickelt sich das Ganze so. Und dann stellt man das Ganze dem Vorstand vor, geht dann wirklich tiefer in die Entwicklung rein, auch mit unserer technischen Produktentwicklung, stellt dann sicher, dass auch natürlich alles in unser bestehendes Gravicheck-System reinpasst, dass wir uns keine Möglichkeiten verbauen, dass wir so flexibel und vielseitig wie möglich bleiben. Und dann geht's in die Werkzeugvergabe. Das ist auch ein relativ langer Prozess, weil wir wirklich die Werkzeuge super fein tunen müssen mit ganz minimalen Toleranzen, wo wir wirklich super genau arbeiten müssen. Und dann geht's ins Verpackungsdesign, dann wirft die Redaktion, also meine Wenigkeit in dem Fall, Bahnen für die Anleitungen. Und ja, das ganze Design, Verpackungen und das Ganze nebenher laufen auch unglaublich viele Tests mit Kindern, Kunden, alles mögliche Materialforschung, das läuft alles nebenher, immer in der Feinabstimmung mit unserer Entwicklung und so gelangen wir irgendwann zu unserem fertigen Produkt. Sehr schön. Ich habe vorhin im Hintergrund auch schon gesehen, wir haben tatsächlich jetzt originale, finale Packungen hier. Können wir uns die mal angucken? Auf jeden Fall. Ich reiche dir schon mal. Super, dann habe ich hier, das ist das M-Set. Genau. Okay, was ist da so drin? Was kann man dazu sagen? In dem M-Set haben wir 122 Teile. Wir haben einen Scoop und einen Hammer drin, ganz viele Skytrax-Steine, Konnektoren, Slides, Skytrax-Starten, Skytrax-Ziel und eben alles, was man braucht, um loszulegen. Also es ist wirklich alles drin, um richtig in die Welt von Skytrax einzutauchen. Für die, denen das nicht reicht, was schwierig ist, aber wir haben dann noch unser XXL-Set. Und das Riesige, das lässt wirklich gar keine Wünsche offen. Man hat hier endlosen Spielspaß, man hat super viele Teile, 237 Teile. Riesig. Also alles drin, auch um loszulegen, Start, Ziel, Bodenplatten, Schienen, Rutschen, Konnektoren, Steine, alles. Und ich wette, für alle, die schon ganz viel Gravichex haben, gibt es dafür dann auch noch ein perfektes Set. Natürlich. Jeder, der Gravicheck schon zu Hause hat und ein Stück Skytrax zu sich nach Hause holen möchte, haben wir hier noch die Erweiterung, also die Extension Skytrax. Da kann man perfekt sein bestehendes Gravichex erweitern. Braucht man aber ein bestehendes Gravichex zu Hause, weil hier sind wirklich nur Skytrax Steine, Konnektoren und Slides drin und natürlich auch unsere kleinen schwarzen Höhensteine, die ja zum Höheausgleichen und zum Verbinden von normalem Gravichex ist. Die sind aber in allen Sets enthalten. Okay, cool. Ich habe mal einen kleinen Blick drauf geworfen und habe hier gesehen, bei dem M-Set zum Beispiel sind jetzt 8 von den Höhensteinen drin, die wir so von früher kennen, die normalen Höhensteine. Was ist so der Grund dafür, dass da jetzt eher weniger davon drin sind? Tatsächlich, weil wir unsere Skytrax-Steine genauso als Höhensteine nutzen können. Also wenn dir im Streckenverlauf die Höhensteine ausgehen, kann man natürlich genauso die Skytrax-Steine, die wir haben, nehmen, um Höhe zu gewinnen. Okay, ganz so einfach. Genau. Hey, Melina, vielen Dank für das tolle Interview. Und ich habe ja am Anfang des Videos schon mal erwähnt, wir haben noch was ganz Besonderes für euch und zwar ein tolles Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich eins von den 3 Skytrax-Sets gewinnen. Die bekommt ihr dann nach dem Launch dann zugeschickt und welche Frage ihr dazu beantworten müsst, das erzählt euch jetzt die Melina. Und zwar ist die Frage, wie viele neue grüne Skytrax-Streckenbausteine haben wir in unseren Sets? Genau, beantwortet uns die Frage unten in die Kommentare. Alles, was ihr zu dem Gewinnspiel wissen müsst, findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Deswegen vielen Dank für das tolle Interview. Immer gern. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert noch die Glocke, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.